Freunde, der neue Mugler Stella ist da. Yes, Amen Stella von Mugler. Da geht natürlich mein Herz auf, weil ihr wisst und seht, ich bin großer Amen Mugler Fan. Das fing eigentlich schon früher bei den Damenparfümen, den Angel an. Ein Traum. Ich habe das einfach, da ist mein Herz einfach ja immer stehen geblieben, beziehungsweise es ist einfach oder es hängt einfach an der Marke und ja, Mugler. Und seid ihr auch so gespannt wie ich? Ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance, auch aus Hamburg, für alle Neuen, die es noch nicht wissen. So, Stella. Ja, erstmal der Name Stella, da ging mir natürlich auch schon mal wieder was auf. Und zwar einer meiner Lieblingsfilme, Interstellar. Ah, sehr nice. Und ist das der neue Weltraumduft von Mugler? Sorry, Duft natürlich von Mugler. Ich bin schon nervös. Ich habe den heute Morgen gegen 10 Uhr bekommen. Jetzt haben wir es, ja, gleich 20 vor 5 und bevor ja das Video, ich wollte es einfach machen, damit das Video hier um 18 Uhr rauskommt, hatte ich einfach Bock, den jetzt schon zu reviewen, weil muss ich einfach. Das ist ein Muss in meinen Augen jedes Mal, weil wie gesagt, ich bin Fan dieser Reihe und überhaupt von Mugler. So, auf jeden Fall Stella. Ist es denn wirklich ein guter Ableger, weil Thierry Mugler ist ja nicht mehr da und so weiter und so fort und das war der letzte. Wann kam der eigentlich raus? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt Stella und ich habe mich natürlich gefreut. Klar. Und zum Duft her, der ja Flakon, müssen wir viel zu diesem Flakon sagen. Es ist das Übliche. Ihr seht es, schon nice gemacht. Und zum Duft, und ich habe ihn ja auch drauf. Erstmal muss ich eigentlich was zu der Haltbarkeit sagen. Ich meine, man darf nicht vergessen, Mugler hat immer gute Haltbarkeit. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ne? Wie gesagt, ich habe ihn um 10 Uhr bekommen, kurz nach 10 hat es geklingelt und ich habe ihn dann natürlich sofort aufgesprüht und ich rieche ihn noch und um einen rum und jetzt natürlich hier. Aber es ist einfach präsent, er ist einfach da. Da muss man gar nicht drüber reden. Aber der Duft, das ist wichtig. Was erwartet euch denn bei Stella? Ist es da wirklich so ein, ja, so ein Weltraumduft? Also, ich sage mal so, also ein Weltraumduft ist ja immer so ein, ne, wie will man das beschreiben oder wie ist das gemeint? Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so gemeint worden ist. Einfach der Name ist cool, Stella natürlich als Stern, Amen und so weiter. Es ist jetzt alles so, ne, man kann da jetzt sehr viel von ableiten. Der Duft ist oder startet mit der Bergamotte. So, dann kommt was Holziges. Und die Pistazie gleich. Pistazie, ne? Auch ein Mugler, beziehungsweise die Firma Mugler geht natürlich jetzt mit Pistazie. Wir wissen warum. So, und das harmoniert sehr schön. Wir haben eine schöne Süße. Wir haben was Holziges, ungefähr so was Holziges wie bei den Weißen hier. Ne? Und die Pistazie, das Holzige, das Süße, es ist natürlich süß, klar, ne, aber nicht übertrieben süß. Aber du hast eine Grundsüße, die da ist, die man von Mugler kennt. Und die Bergamotte ist hier nicht frisch, sie ist auch nur, finde ich, obwohl es der erste Teil in der Kopfnote ist. Man hat zwar, ja klar, ja gut, hier ist der Dry Down schon lange. Man hat am Anfang, also ganz minimal eine Bergamotte. Ich finde, man hat gleich sofort was Holziges und eben Pistazie, die süße Pistazie. So, dann gesellt sich Lavendel gleich hinzu. So, das ist auch alles, was gelistet worden ist, das, was ich weiß. Aber ich finde, ich rieche noch ein bisschen Kaffee. Das heißt, wir haben hier am Anfang minimal Bergamotte, dann haben wir aber was Holziges. Wir haben eine süße Pistazie, cremige, schöne süße Pistazie und wir haben Lavendel. So, Lavendel aber auch nicht, na, was heißt nicht übertrieben? Also ich nehme ihn schon wahr, ne? Also es ist schon da und ist da und dementsprechend harmoniert das gut. Den Kaffee, man soll ja auch immer jede Nase riecht was anderes. So, das ist einfach so. Und ich rieche wirklich Kaffee etwas ein bisschen raus. Aber auch wieder so ein Milchkaffee. Also hier nicht so eine richtige Rösterei etc. pp. So Kaffeebohnen, nein, sondern ein Milchkaffee. Aber nicht übertrieben. Ich habe grundsätzlich was Holziges und die Pistazie. Also die Pistazie ist wirklich am Start. Das ist einfach nicht nur nebenbei. So machen wir mal, um die Leute zu catchen. Wir nehmen das mal, nehmen auch Pistazie. Nein, man riecht Pistazie. Und wie gesagt, ich habe den um kurz nach 10 aufgesprüht. Man hat auch dann immer noch Pistazie. Die Süße bleibt. Das ist Mugler. So, und das
ist wirklich top. Und wie gesagt, ich habe ihn kurz nach 10 aufgesprüht, keine Ahnung, Viertel nach 10, 20 nach 10 und jetzt ist es Viertel vor 5 und man merkt ihn. Punkt. So, dann habt ihr eure Haltbarkeit und er strahlt natürlich auch gut aus. Und für andere wird das noch stärker sein als für einen selber, weil nochmal andere Nebendüfte, die nicht so viel Düfte haben oder die nicht, was weiß ich, jeden Tag Düfte benutzen, nehmen das ganz anders wahr und viel stärker. So, dementsprechend, ich kann nur sagen, top. Ich habe aber auch einen kleinen, vielleicht Minuspunkt, den ich normalerweise ungern zugebe bei diesen Düften, weil sie alle sehr nice sind. Das muss man einfach so lassen. Ist, dass, sag ich mal, dieser Duft nicht so extrem weggeht vom Original. Also es gibt ja Ableger hier, Leder, es gibt ja, die gehen ein bisschen weg vom Original. Du hast grundsätzlich, die DNA ist immer vorhanden. Und ich muss auch noch eins sagen, Patchouli ist nicht gelistet. Das wundert mich. Vielleicht liegt es daran, weil das jetzt die Firma macht und nicht mehr er selber, weil grundsätzlich sind alle Amen-Düfte, alle. Ich glaube sogar Angel für die Dame. Es ist immer Patchouli mit drin gewesen. Ich bin der Meinung, vielleicht ist es auch das, der Kaffee eventuell Patchouli ein bisschen minimal, dass es das vielleicht ist. Vielleicht ist das nur nicht gelistet worden auf der bestimmten Seite da. Und dementsprechend mag das sein. Aber ich habe wirklich das Holziges und diese Pistazie und ein bisschen Kaffee. Minimal vielleicht Patchouli. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Patchouli rausgenommen worden ist, weil Patchouli überall drin ist. Das basiert, diese ganze Amen-Reihe ist auf Patchouli aufgebaut. Patchouli war das, glaube ich. Ne? Und ihr habt den Flakon, der kann auch runterfallen. Wie gesagt, das geht nicht kaputt. Und ich freue mich und ich hoffe gleich vorweg, dass sie weiter diese Flakons beziehungsweise diese Reihe führen. Normalerweise bin ich so und sage Schluss. Es muss irgendwo mal Ende sein. Nein, bei denen nicht. Bitte nicht. Und ja, dementsprechend. Für Leute das einzige oder der einzige Nachteil ist, dass es die nicht oft oder sage ich mal nach 2 Jahren gibt mehr. Irgendwann sind die immer weg und dann war's das. Also fast alle. Nicht. Also ich müsste überlegen. Ich weiß es gar nicht. Wer ist überhaupt noch da? Also, ich glaube, einen findest du vielleicht noch, ja, den neuen, also den vorletzten. Aber sonst, ja, egal. Ich bin einfach nur froh, dass Stella da ist. Und man hat schon die DNA. Die DNA ist da, der mit Pistazie, bisschen Lavendel, holzig, geil. Das ist geil. Ja, sehr nice. Also kann ich nur sagen, kann ich nur jeden ans Herz legen, probiert den mal und ihr müsst zuschlagen, weil irgendwann wird er wahrscheinlich wieder weg sein. Das dauert, also nach 1,5 Jahren, 2 Jahren ist er irgendwann weg wieder, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also ja, ist so. Ich habe alle, natürlich doof, wenn die leer sind, aber die sind alle extrem gut voll. Außer er hier, glaube ich. Aber das ist natürlich Ultra Zest. Ja, guck mal, jetzt wird's wieder frei, der Name. Aber ist ja auch noch fast voll. Und das ist hier einer der Lieblinge. Wer sucht ihn nicht? Und so. Da oben haben wir, das ist allerdings, das ist der. Nee, das ist der hier. Ich werde ihn mal einblenden, den Namen. Was für ein Name. Der riecht tatsächlich nach Currywurst. Ja, das gibt es. Nach Currywurst. Nach richtig schön würziger Currywurst. Kommt aber gut. Hört sich schlimm an. Ist aber nicht so schlimm. Und ja, Stella, egal. Stella, nice. Finde ich gut. Wie immer. Ich glaube auch, ich werde auch nie einen Mugler schlecht finden. Das ist einfach so. Da ist einfach die Liebe da. Müsst ihr vielleicht ein bisschen absehen von, dass ich das wirklich feiere. Aber ich sag trotzdem, Real Talk, es gibt, für mich gibt's keinen schlechten Amen. Punkt. Und es gibt auch, hier ist das schon geil, weil die alte DNA so ein bisschen mitschwingt, aber eben die Pistazie da bleibt und sie bleibt bis zum Ende. Und das ist interessant und das ist nice. Und er kommt, ja, also ich hatte kein schlechtes Feedback in der Zeit und die Leute, die ich getroffen habe, wo ich auch selber mal gefragt habe, richte mich. Und es sagt ja nicht jeder, oh ja, jeder will das nicht, außer die Leute, die mich kennen, oh, sagen, oh, neuen Duft, klar. Aber die anderen sagen das nicht und ich muss sagen, ist gut. Stella solltet ihr probieren. Und wer diese Düfte hier mag, der wird den auch mögen. Also Leute, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann ist der Dog raus. Bis zum nächsten Mal.